Vor 3 Jahren habe ich zuletzt einen Einblick in unsere Stromversorgung sowie die elektronischen Geräte im Faltkarawan gegeben. Seit damals hat sich natürlich wieder so einiges geändert und da in diesem Bereich in dieser Campingsaison wohl die letzten großen Anpassungen vorgenommen wurden, ergibt es umso mehr Sinn, das Ganze noch einmal bis ins letzte Detail aufzuzeigen. Unser Stromsetup beginnt natürlich mit dem Stromanschluss auf dem Campingplatz selbst, respektive der dreipoligen CEE-Steckdose, welche in der Regel mit 6, 10 oder 16 Ampere abgesichert ist. Wir fahren in der Regel Stellplätze mit 10 bis 16 Ampere an, da uns diese in Sachen gleichzeitig betriebenen Geräte gerade in kälteren Gefilden die größte Flexibilität bieten. An die CEE-Steckdose wird dann unser 25 Meter langes Isabella Camplet Kabelset angeschlossen. Wir waren in der Vergangenheit zwar auch schon mit einem kürzeren, nur 10 Meter langen CEE-Kabel unterwegs, um etwas Gewicht zu sparen, doch es gibt leider noch immer Campingplätze, wo man einfach nicht um ein 25 Meter langes Kabel herumkommt, weshalb wir für einmal lieber auf Nummer sicher gehen und dafür ein paar Kilo Zuladung opfern. Am anderen Ende des Isabella Camplet Kabelsets befindet sich ein blauer Kasten mit 3 für 16 Ampere ausgelegten Schuko-Steckdosen, welcher nach dem Aufbau des Hauptzeltes durch die im Camplet Passion Faltkarawan integrierte Kabelöffnung hindurchgeschoben und dann im Inneren des Zeltes dank den integrierten Klemmen direkt ans Gestänge geklickt werden kann. Als Schweizer müssen wir für unsere Stromkabel dann zuerst noch einen kompakten Reisestecker anbringen, welcher die europäischen Schuko-Steckdosen in Schweizer Steckdosen des Typ 23 verwandelt. Diese verfügen im Gegensatz zu den normalen Schweizer Anschlüssen des Typs 13 nicht über runde, sondern rechteckige Löcher und sind für 16 statt nur 10 Ampere ausgelegt. Wer hingegen nicht aus der Schweiz kommt, kann diesen Schritt natürlich gekonnt ignorieren. An das Kabelset mit montiertem Reisestecker wird in unserem Falle nun die Hauptschlagader unserer Stromverteilung angeschlossen. Diese besteht aus 2 in Serie geschalteten Max Hauri Primeline Steckdosenleisten, welche jeweils mit 6 Steckplätzen ausgestattet sind. Die erste Steckdosenleiste wird vom Isabella Camplet Kabelset unter der rechten Schlafkammer hindurch in den Bereich zwischen den beiden Schlafkammern geführt, welcher eigentlich als Schrank für Kleiderbügel gedacht ist, von uns allerdings nicht wirklich genutzt wird. Von der dort mit Bongo-Ties angebrachten Steckdosenleiste wird dann die zweite am mittleren Dachgestänge entlang zur Front des Hauptzeltes respektive dem Wohnzimmer geführt und ebenfalls mit Bongo-Ties am Gestänge befestigt. Durch diese Konstruktion entsteht nun also eine für 16 Ampere ausgelegte Hauptstromleitung, welche an 3 Stellen im Hauptzelt über entsprechende Steckdosenanschlüsse verfügt. An der Steckdosenleiste zwischen den beiden Schlafkammern wird nun unter anderem eine kompakte und 65 Watt starke RevPower USB-Ladestation mit 2 USB-C und 2 USB-A-Anschlüssen angeschlossen, welche dann in einer Seitentasche der Schlafkammer verschwindet. An den beiden USB-C-Anschlüssen sind 2 Apple MagSafe Duo-Ladegeräte angeschlossen, welche in der Nacht jeweils unsere iPhones und Apple Watches aufladen. Und an den beiden USB-A-Anschlüssen sind 2 1,5 Meter lange Inline 3-in-1 USB-Kabel angebracht, deren Anschluss man praktischerweise zwischen USB-C, Lightning und Micro-USB wechseln kann, je nachdem, was für ein akkubetriebenes Gerät man gerade damit aufladen möchte. Aber dazu später mehr. Dies sind bereits alle Kabel und Geräte, welche im Schlafzimmer untergebracht sind. Doch an der Steckdosenleiste zwischen den beiden Schlafkammern sind natürlich noch weitere Dinge für das Hauptzelt angeschlossen. So zum Beispiel unser 5G-Router in Form des Netgear Nighthawk M6 Pro, welcher direkt hinter der Kabinenblende zu liegen kommt und dank einer lokalen SIM-Karte für Italien oder Deutschland unser eigenes WLAN-Netz in und rund um unser Falthaus aufbaut, da die WLAN-Netze der Campingplätze, falls überhaupt eines existiert, sonst immer völlig überlastet sind. Von derselben Steckdosenleiste geht auch noch ein 3 Meter langes Max Hauri Verlängerungskabel unter der linken Schlafkammer hindurch zu der in der Ecke des Wohnzimmers stehenden EcoFlow Wave 2. Hierbei handelt es sich um eine mobile Klimaanlage, welche praktischerweise auch noch heizen kann. Die daran angebrachten 3 Schläuche zum Ansaugen der Frischluft, Ausstoßen der heißen Luft und dem Ablassen des Kondenswassers werden dabei übrigens ganz einfach unter dem Faulstreifen des Zeltes hindurch nach draußen geführt. Damit bleiben von der ersten Steckdosenleiste zwischen den Schlafkammern nur noch 2 Anschlüsse übrig, welche jeweils mit einem Eurotrail Deckenventilator und einem dimmbaren Isabella Clicklight besetzt sind. Beide Geräte sind an der mittleren Dachstange des Hauptzeltes respektive Wohnzimmers angebracht, wobei das Clicklight auch gleich die Rolle der Kabelführung übernimmt. Die beiden Schalter für Licht und Ventilator sind dann praktischerweise direkt hinter der Kabinenblende der rechten Schlafkammer angebracht, wobei der Schalter des Clicklights ganz leicht blau leuchtet, damit man diesen auch im Dunkeln auf Anhieb wiederfindet. Damit ist die erste Steckdosenleiste nun vollständig belegt und wir springen zur zweiten Steckdosenleiste,
oberhalb der Hauptzeltfront. Daran ist unter anderem ein 0,5 Meter langes Max-Haury Clip-Clap-Verlängerungskabel angeschlossen, welches das Kabel unserer Dometic CFX3 55IM Kompressorkühlbox etwas verlängert, die als letztes permanent angeschlossenes Gerät noch in unserem Wohnzimmer steht. Die restlichen Kabel von der zweiten Steckdosenleiste führen nämlich allesamt ins Vorzelt respektive Esszimmer, wo sich unter anderem auch wieder die gleiche bewährte Kombination aus Euro-Trail Deckenventilator und Isabella Clicklight wiederfindet, wie schon im Wohnzimmer. Auch hier sind deren beiden Schalter in Griffnähe direkt an der Zeltfront angebracht, damit man diese beim Zubettgehen ausschalten kann, noch bevor man die Tür des Hauptzeltes schließt. Je nach Jahreszeit bzw. Temperatur steht auf dem Campingtisch im Esszimmer entweder eine Frigato 12H Eiswürfelmaschine oder ein Ecomar 2000 Select Heizlüfter. Erstere kommt zum Einsatz, wenn man in der Hitze etwas Kühles zu trinken haben oder anbieten möchte, letzteres, wenn man auch in der Kälte gerne ein warmes Vorzelt bzw. Esszimmer haben möchte. Vielleicht kommt es in Zukunft ja auch mal vor, dass beide Geräte gleichzeitig an der zweiten Steckdosenleiste angeschlossen sein werden. Doch selbst dann bleibt noch ein Steckplatz frei für den Haarföhn von Frau und Tochter, die Gebläsepumpe für die aufblasbaren Schwimmliegen oder akkubetriebene Geräte, welche nur zwischendurch zum Aufladen angeschlossen werden müssen. Apropos akkubetriebene Geräte, diese möchte ich euch in unserem aktualisierten Stromsetup für den Faltcar natürlich nicht vorenthalten. Im Vorzelt respektive Esszimmer steht beispielsweise noch ein akkubetriebener Thermacell E90 Mückenschutz, welchen wir auch mal zum Essen im Restaurant oder der Minidisco mitnehmen und nur alle 3 bis 4 Tage einmal aufladen müssen. In der Elektroniktasche im Deichselkasten liegt auch noch ein Bosch Professional Akkuschrauber, der für sämtliche Tellerkopfschrauben zuständig ist, welche wir anstelle von Heringen verwenden. Da dieser allerdings nur beim Auf- und Abbau des Faltcars zum Einsatz kommt, muss dieser während dem Campingurlaub nicht geladen werden. Der Großteil der akku- und batteriebetriebenen Geräte versteckt sich allerdings in der Küche. Da wäre zum einen der Isabella Akkuwasserhahn mit Pumpe zum Waschen von Zutaten oder der Hände beim Kochen. Ein akkubetriebener Brunner Firestick zum Entzünden der beiden in unserer Isabella Campbell Deluxe Küche integrierten Gaskocher, ein Livington 3 Seconds Chopper, welcher unter anderem beim trennenlosen Zerkleinern von Zwiebeln zum Einsatz kommt, und die batteriebetriebene faltbare Küchenwaage in Form der Joseph Triscale zum Abwiegen gewisser Kochzutaten. Daneben haben wir aktuell noch eine ebenfalls batteriebetriebene TV-View Funkwetterstation mit 3 Funksensoren im Einsatz, um die Temperaturen im Schlaf-, Wohn- und Esszimmer sowie draußen in der Küche überwachen zu können. Ich nutze diese jedoch primär dafür, das Zeltklima im Auge zu behalten und die Einstellung der EcoFlow Wave 2 und des Ecomar 2000 zu perfektionieren, sprich für den normalen Campingalltag wird diese eigentlich nicht benötigt. Falls dir nach all diesen Informationen nur der Schädel brummt, keine Panik, sämtliche Elemente sind auch unter der einfach zu merkenden URL falt.house/setup sortiert nach den entsprechenden Zimmern in unserem Faltcaravan aufgelistet, sogar inklusive Gewicht und wo diese während des Transports in unseren Zeltanhänger verstaut werden. Bei allfälligen Fragen oder Unklarheiten kannst du zudem einfach einen Kommentar unter dieses Video schreiben, ich werde diese dann so schnell wie möglich beantworten. Und falls du dir gerne mal unser gesamtes aufgebautes Falthaus im Detail ansehen möchtest und nicht nur dessen Stromverteilung, dann kann ich dir hier die aktuellste Roomtour durch unseren Faltcaravan wärmstens empfehlen. Ansonsten bis zum nächsten Video und frohes Campen!